Ich habe heute schon ganz viele lecker Erdbeeren gepflückt im Supermarkt. Und die tue ich mir jetzt ein bisschen klein schneiden, denn was wäre denn eine Erdbeertorte ohne Erdbeeren? Und unser toller Torteboden haben wir hier mal einen parat, der war eingefroren und der ist noch so richtig schön fluffig. Guck mal. Mensch, ich bin ja immer wieder begeistert von unserem fluffischen Biskuitboden, ne? Egal, ob der eingefroren war oder im Kühlschrank, einmalig hier, ne? Aber wichtig ist natürlich, immer schön luftig verbacken in Folie, gell? Nicht offen liegen lassen über Nacht, da wird er natürlich trocken. Aber das passiert auch mit der Wiener Bode aus dem Supermarkt. Und wie soll es auch anders sein? Jetzt brauchen wir wieder unser Torteringle. Das legen wir einmal drüber. Und dann staffieren wir natürlich das Torte noch aus mit unserer Torterandfolie. Ich verlinke euch das ja immer alles unten in der Videobeschreibung, was ich hier so benutze. Ne? Weil ich bin der große Torterandfolie-Fan, wisst ihr ja schon inzwischen. Gelatine brauchen wir heute. Und da gibt's jetzt eine ganz tolle rote. Schau dir mal. Wenn du mal wieder ziemlich kindische Ideen hast, an was mich das immer erinnert. Einmal rot, einmal blau. Wenn das so wäre, können wir uns direkt eine 3D-Brille bauen. Und die lösen wir uns jetzt in kaltem Wasser auf. Eine Sahne brauchen wir jetzt auch noch. Und die schlagen wir uns jetzt in einer eisekalten Schüssel. Die stelle ich mir nämlich immer in den Kühlschrank vorher. Schau dir mal, die beschlägt dann so richtig, wenn man sie rausholt. Denn die Schlagsahne muss ja eisekalt sein, wenn man sie schlagen will. Und dann gelingt es auch. Und hier habe ich noch ein bisschen Zucker drin und Sahne steif. Und das geben wir auch wieder löffelweise dazu. Viele von euch haben mich schon gefragt, wo ich das kleine Puppenschüssel her habe. Ich finde es echt nicht mehr. Ich hätte es euch gern verlinkt. Aber ich habe es mir damals mal in einem Möbelhaus gekauft. Und im Internet finde ich es tatsächlich nicht. Aber wenn es der Fall ist, dann sage ich euch natürlich Bescheid. Und die stellen wir uns jetzt mal in den Kühlschrank. Für die erste Schicht berühren wir uns gleich mal die Erdbeeren. Wenn du mal wieder alles im Griff hast. Na nix und los, ich brauche das jetzt da. Wegmachen muss ich das halt. Soll ich das zeigen? Wie ich das auseinanderbapp? Unsere pürierten Erdbeeren müssen wir jetzt durch so ein schönes, engmaschiges Sieb noch ein bisschen durchschieben, ne, damit wir später nicht die ganze in der Creme haben. Ach, ihr habt nicht so ein Sieb? Oder könnt ihr auch mit einer Pinzette die ganze einzeln, ne? In die Joghurt-Erdbeermischung kommt ein bisschen Zucker, Vanillezucker und dann alles schön verrühren. Dann wird schon Zeit für die Gelatine. Die ist jetzt aufgelöst. Guck mal, die ist richtig wabbelig. Und dann tun wir die ein bisschen ausdrücken. Und dann tun wir es in ein extra Gläschen. Ne? Und wie kriegen wir die jetzt flüssig? 10 Sekunden bei 650 Watt in der Mikrowelle. Wenn du mal wieder nicht genau weißt, was du tust. Ein bisschen von meinem Quark gemischt. Ach nee, ist ja gar kein Quark. Ist ja Joghurt, weil ich stehe ja im Moment total auf Joghurt-Sahne-Creme. Das ist ja auch was lecker, ne? Dann gebe ich jetzt von der Mischung ein bisschen was in die Gelatine rein. Und rühre dann so um, ne? Und noch ein Löffel. Schau mal, das für eine schöne Farbe wird. Einmalig, richtig pink. Und dann gehen wir es langsam wieder zurück und schön fleißig rühren. Jetzt brauche ich natürlich auch noch die Sahne. Und wo habe ich denn jetzt wieder mein... Den brauche ich natürlich auch. Weil davon geben wir jetzt ein bisschen weniger als die Hälfte mit dazu. Ich muss mich ja immer echt zusammenreißen, dass ich da nicht neinasche, ne? Weil das ist eine herrlich lecker duftende Creme, das glaubt ihr gar nicht. Und schon geht die erste Schicht auf den Boden. Zum Glattziehen habe ich immer so eine Streichhilfe, das verlinke ich euch ja immer alles unten in der Videobeschreibung. Glatt haben wir's und so geht's ab in den Kühlschrank. Die nächste Schicht kriegt jetzt ein bisschen Zucker. Wie soll's auch anders sein? Ein bisschen Vanillezucker. Und da habe ich mir jetzt bloß ein so rotes Blattl aufgelöst von der Gelatine. Die tun wir uns natürlich wieder ausdrücken und ins Gläschen rein. Ein rotes und 2 weiße diesmal. Zap, zap, ist das auch wieder aufgelöst, ne? Und jetzt müssen wir natürlich erst einmal vorher alles ein bisschen hier verrühren. Und dann wieder ein bisschen Joghurt erstmal in die Gelatine und verrühren. Und noch ein Löffelchen, ich nehme mal 2. Und dann geht's schon zurück ins Schüssel und schön fleißig rühren. Sahne brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen, ne, klar. Und das kommt jetzt da auch mit drin. Und jetzt brauche ich mal Dötsche. Und dann geht's schon drauf, ne, die zweite Schicht. Wieder glatt streiche. Und jetzt kommt Schussdeckel drauf. Erdbeerchen sind schon gewaschen, jetzt werden es noch halbiert und dann legen wir es uns schön aufs Dötsche oben drauf. Wenn du mal wieder den Text vergessen hast, was wäre ein Torteguss ohne Torte und was wäre ein Torte ohne Tortewasser gemacht?
nochmal. Was wäre Torte ohne Torteguss und was wäre der Torteguss ohne Wasser? Und das tun wir uns ein bisschen erwärmen. Und hier habe ich ein bisschen Tortenguss mit Zucker gemischt und das immer schön mit der Schneebese einrühre. Vorsichtig unter Rühre aufkochen, ne? Und bloß ganz ein bisschen aufblubbern lassen. Und es wird nämlich ziemlich schnell dicke. Jetzt tue ich schon mal meinen Schneebese schnell weg. Und dann von der Mitte mit dem Löffel einfach drüber. Und jetzt dann schnell in den Kühlschrank. Ich bin ja schockverliebt in diese Erdbeertorte. Ist die nicht herrlich? Ciao, macht's gut.